Sehr geehrte Teilnehmende, ich darf Sie auch heute wieder ganz herzlich zu unserem vierten Teil der Webinarreihe Finanzen in Time-Sensor Legal 365 begrüßen. Heute wird es um das Erstellen von Rechnungen gehen. Gerne darf ich mich selbst auch kurz vorstellen. Mein Name ist Zoe Schiebeck. Ich bin als Account Managerin zuständig für den deutschsprachigen Raum bei der Time-Sensor AG. Das bedeutet die deutschsprachige Schweiz und Deutschland in diesem Fall. Unten sehen Sie auch nochmal unsere Kontaktdaten, sofern Sie eben Beratungsbedarf haben oder Sie sich mit gewissen Anwenderfragen an uns wenden möchten oder Sie eben Bedarf an weiteren Modulen, Funktionalitäten und Add-ins haben, dann können Sie uns sehr, sehr gerne unter den hier zu sehenden Kontaktdaten kontaktieren oder auch unsere Website besuchen. Auch dort gibt es ein Kontaktformular und uns dann darüber informieren. Gerne können Sie da auf uns zukommen. Wir stehen Ihnen da stets zur Verfügung. Dann würde ich auch gleich weitermachen hier und wir schauen uns einmal die Agenda für heute an. Heute ein sehr, sehr wichtiges Thema an der Tagesordnung und zwar das Erstellen von Rechnungen. Wir werden mal einsteigen, ganz simpel, in die Erstellung einer Endrechnung. Das heißt, wir werden eine einfache Rechnung erzeugen. Warum hier Endrechnung steht, das werden Sie dann ultimativ auch noch herausfinden. Wir werden uns dann aber im zweiten Agendapunkt zunächst einer Vorschussrechnung widmen, anschließend der Erstellung von Teilrechnungen und dann der Bearbeitung von Rechnungsdatensätzen, sodass Sie nach Besuch oder nach Schauen des heutigen Webinars allumfänglich ausgerüstet sein sollten, eigenständig in Time Sensor Legal 365 Rechnungen erstellen zu können. Ich würde mich gleich vorab schon mal für Ihre Teilnahme am heutigen Termin bedanken oder auch, wenn Sie lediglich das Video abgespielt haben, auch dann bedanke ich mich für Ihr Interesse an unserer Software und an der Anwendung derer. Wie eben schon gesagt, können Sie gerne auf uns zukommen. Wir stehen Ihnen da stets beratend zur Seite und unterstützend, wenn es mal Fragen geben sollte. Dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Der heutige Termin wird intensiv genug sein bei der Thematikwahl. Und zunächst möchte ich hier noch einmal kurz auf die Bedeutung der Symbole eingehen in Time Sensor Legal. Und zwar unterscheiden wir da, wie wir hier schon im Header sehen, einmal nach Leistungen im Dossier und einmal nach Rechnungen im Dossier. Das heißt, da verwenden wir stellenweise, wie Sie sehen, dieselbe Symbolik. Was es damit auf sich hat und mehr Beschreibung zum Thema und umfassendere Beschreibung finden Sie in unserem Internetauftritt. Dort geben Sie einfach das Stichwort Symbole oder Icons in die Suchleiste ein und erhalten dann den Artikel, aus dem ich Ihnen jetzt hier den Auszug präsentiere, in seiner Vollständigkeit. Wir schauen uns das Ganze zunächst an. Wir haben hier eine grüne Leistung, beziehungsweise wir haben einen grünen Haken, keine grüne Leistung. Dieses grüne Häkchen bedeutet, wenn es an der Leistung ist, an der Leistung, ich stelle das hier einmal nebenan, damit wir da ganz klar sind, worum es geht. Das hier ist eine Leistung, das hier ist eine Rechnung. Wenn wir also hier, jetzt muss ich mein Mandat noch einmal auswählen, na, da haben wir es, so, wunderbar. Wenn ich also hier eine Leistung meine und ein grünes Häkchen in einer Leistung habe, dann ist immer diese Leistung selbst gemeint. Das bedeutet hier also mit Leistungen im Dossier und Rechnungen im Dossier, um das eben zu unterscheiden. Und hier haben wir es dann mit einer Leistung zu tun, die bereits Einfluss in eine Teilrechnung gefunden hat, aber nicht in eine Endrechnung. Hat sie Einfluss in eine Endrechnung gefunden, dann würden wir das Ganze als rotes Häkchen, wie gesagt, an der Leistung selbst sehen. Das heißt, diese Leistung ist dann in einem Rechnungsdatensatz hier unten enthalten und wurde eben entsprechend verrechnet. Am Rechnungsdatensatz, das können wir hier ganz schön nachverfolgen, haben wir wiederum ähnliche Symbolik. Arbeiten wir auch mit einem solchen Häkchen. Ist das Häkchen rot? Ganz, ganz einfach. Ist die Rechnung bezahlt? Rot also gut für uns bezahlterweise, und ist das Häkchen grau, dann wäre die Rechnung noch nicht bezahlt, ist aber gestellt. Das ist hier einfach der Unterschied. Wie gesagt, wenn Sie sich das nochmal in Erinnerung rufen möchten, gucken Sie gerne in unserem Internetauftritt, dort werden Sie fündig. Dann wollen wir jetzt weiter keine Zeit verlieren, wie eben schon gesagt, und möchten gleich an die Erstellung unserer ersten Rechnung gehen. Und jetzt würden wir, wie gesagt, die Rechnung erstellen. Die Rechnung wird natürlich, weil wir hier eine Zahlstelle hinterlegt haben, sofort und unmittelbar ausgestellt auf diese Zahlstelle. Das heißt, ohne dass ich hier eine Änderung vollziehe, wenn ich hier sage Rechnung, das wäre jetzt bei uns Nummer 1 oder Möglichkeit Nummer 1. Ich könnte aber auch eine gewisse Selektion hier abrechnen. Sagen wir zum Beispiel, wir möchten jetzt hier den Januar 2024 abrechnen. Das würde all diese Leistungen inkludieren. Die würde ich einmal auswählen, gehe hier auf mein Aktionsmenü, also linker Hand
und würde dann entsprechend hier Rechnung aus Selektion auswählen. Prinzipiell stehen uns hier die Vorschussrechnung, die Teilrechnung und die Rechnung zur Auswahl. Sie sehen aber, dass sobald ich eine Selektion getätigt habe, aus eben erklärten Gründen, bietet Time Sensor Legal 365 mir auch noch die Option, eben eine Teilrechnung aus dieser Selektion zu machen oder eine Rechnung aus dieser Selektion. Wir wählen für unsere Zwecke jetzt die Rechnung aus Selektion. Hier erhalte ich sinnvollerweise nochmal eine Warnung. Und zwar, wie Sie sehen, haben wir hier einige etwas merkwürdig anmutende Preise in der Preisspalte. Das liegt einfach daran, dass wir vorangehend in der Bearbeitung der Leistung zur Fertigstellung für die Rechnung, damit diese Leistungen also Einfluss in eine Rechnung finden können, hatten wir diese Leistungen bearbeitet und haben dabei die Funktionalität des linearen Rundens angewandt. Insofern haben wir hier eben etwas merkwürdig anmutende Werte, sowohl Stundensätze als auch Einheiten, also in diesen beiden Spalten hier. Und die weichen natürlich von der Preisliste, welche wir auf Mandatsebene hinterlegt haben, ab. Hier erhalte ich also dann nochmal den Hinweis dazu, dass ich möglicherweise hier nicht mit den von mir angedachten Preisen rechne. Ich weiß jetzt aber in meinem Fall, dass das völlig in Ordnung ist und kann mir jetzt getrost die anderen Felder anschauen. Wir fangen einmal oben an. Wie ich eben gesagt hatte, haben wir hier die Zahlstelle unmittelbar als Rechnungsempfänger. Das ist der Default, da das eben von der Konfiguration auf der Mandatsebene, also von den dort getätigten Einstellungen her gezogen wird. Haben wir keine Zahlstelle als verbundene Adresse hinterlegt, dann wird natürlich diese Rechnung unmittelbar an die Mandantin ausgestellt. Wir haben aber nichtsdestotrotz hier auch die Möglichkeit, eben diese Rechnung an jede von uns verbundene Partei auszustellen. Das bedeutet, wenn Sie eben nicht sicher sind, an wen die Rechnung am Ende geht, fügen Sie sie gerne alle ein, dann haben Sie im Rechnungsdatensatz später nochmal die Option, eben hier eine Person auszuwählen. Bei uns ist es jetzt so, wir hatten ja extra den Herrn Marco Ritter als Zahlstelle hinterlegt. Insofern möchten wir auch, dass dieser Rechnungsempfänger ist. Das ist für uns also korrekt konfiguriert. Und wir sehen auch später noch, wie wir das eben abändern können. Hier haben wir die Rechnungsvorlage, die auf Basis der Daten, die wir auf Mandatsebene hinterlegt haben, ausgewählt wird. Ebenso ist es mit dem Mahnschema und dem Einzahlungs- sowie Ertragskonto. Hier bitte einmal aufgepasst. Hier haben wir eine Angabe zur Mehrwertsteuer, sprich Umsatzsteuer für unsere deutschen Kunden. Ist es also so, dass wir hier ein mehrwertsteuerfreies Mandat haben, dann hätten wir das hier auf der Mandatsebene konfiguriert und dann würde diese Einstellung auch mit einem Nein übernommen werden. Wenn wir natürlich ein ganz normales Inlandsmandat pflegen möchten, dann können wir hier Ja auswählen und das wird auch sicherlich in der Vorauswahl so erscheinen, weil wir das eben auf der übergeordneten Mandatsebene schon festgelegt haben. Es kann natürlich hier immer zu Abweichungen kommen, die dann nur eine spezifische Rechnung betreffen. Beispielsweise überlegen Sie sich in dem Fall einen Use Case von einem Mandanten, der vielleicht eine Rechnung selbst an einen Auslandsklienten weiterverrechnen möchte, bittet also darum, dass weil eben die Leistungen gänzlich ins Ausland erbracht werden, dann nicht mit Mehrwertsteuer versehen wird. Das könnten Sie hier einrichten. Dann würden Sie einfach nur für diesen Rechnungsdatensatz hier auf Nein klicken und würden dann ganz normal weiterverfahren. Wir machen jetzt aber unser gängiges Szenario. Wir gehen einmal den ganzen Prozess von A bis Z durch. Für unsere Zwecke genügt das hier. Das heißt, wir erstellen jetzt hier einen Rechnungsdatensatz. Das war also alles, was Sie machen müssen, um eine Rechnung zu erstellen. Ich würde das jetzt hier in meinem Fall noch einmal löschen. Hier kommt es massiv darauf an, nach welcher Entgeltregelung Sie buchen, ob Sie das auch machen können oder nicht. Ich mache es hier nur, weil es in meiner Demo-Version funktioniert. Ich würde Sie aber bitten, keine erstellten Rechnungsdatensätze zu löschen, sondern, wenn auch allein aus Gründen der Nachverfolgbarkeit, hier immer mit einer Gutschrift zu arbeiten, damit Sie eben sehen, eine Rechnung wurde erstellt und daraufhin wurde die wieder gut geschrieben, weil die Leistungen vielleicht noch nicht ganz gepasst hatten. Zudem kommen noch gewisse Regelungen, was die Verbuchung der Mehrwertsteuer angeht, unter einer Besteuerung nach vereinbarten Entgelten und wir haben eben noch gewisse Gesetzmäßigkeiten, die von den deutschen Gesetzen ausgehen für unsere deutschen Kunden, was die Chronologie der Rechnungsnummern angeht. Insofern gilt sowohl für die deutschsprachige Schweiz als auch für Deutschland das eben Gesagte, dass Sie sich hier, kurzer Disclaimer, bitte eher der Gutschrift bedienen, als das zu löschen.
Ich würde es, wie gesagt, zu Demonstrationszwecken jetzt noch einmal löschen, damit Sie hier noch einmal in aller Gänze, da ich jetzt doch einige Male dazwischen gesprochen habe, diesen Vorgang sehen. Ich wähle also hier meine Leistungen aus. Wir hatten gesagt, wir rechnen den Januar ab heute. Ich gehe hier auf mein Kontextmenü, sage Rechnung aus Selektion. Das hatte für mich alles gepasst. Ich erstelle die Rechnung und schon sehen Sie, habe ich hier meinen Rechnungsdatensatz. Den Rechnungsdatensatz, den schauen wir uns auch noch genauer an. Ich klicke einmal doppelt darauf und jetzt sehen wir ganz oben, dort steht ungedruckte Rechnung von und dann unser Rechnungsempfänger. Hier oben steht immer der Rechnungsempfänger. Das muss nicht zwangsläufig der Mandant sein, wie wir eben gesehen haben. Hier ist also immer der Empfänger der Rechnung. Und dann gehen wir hier einmal etwas weiter runter. Hier haben wir dann noch das Datum. Da sage ich gleich schon mal dazu, dass alle diese Felder noch anpassungsfähig sind. Allerdings müssen Sie eben hier unten dieses kleine Schlösschen entriegeln. Das ist ein Sicherheitsmechanismus, damit es nicht zu aus Versehen Klicks kommt. Und wenn Sie das geändert haben, dann haben Sie hier oben auch die Möglichkeit, das Datum zu ändern. So ist es natürlich dann auch möglich, eine Rechnung zurück- oder vorzudatieren oder dergleichen. Ähm, Hier hätten wir noch ein Hinweisfeld. Dort können Sie zum Beispiel ähm, einen Hinweis hinterlassen, bitte anrechnen oder dergleichen, falls eine Vorschussrechnung existiert. Das heißt, hier können Sie konkret auf diese Rechnung einen Hinweis in dieses Hinweisfeld schreiben. Ich lösche das nochmal raus. Die Rechnungsnummer, die wird definitiv vergeben, sobald hier die Rechnung archiviert wird. Das schauen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt an. Hier haben wir den Leistungszeitraum, sprich Mandatszeitraum genannt. Dort können wir eben noch Anpassungen machen, was dann den Zeitraum angeht, der auf der Rechnung ausgewiesen wird. Das wäre für uns jetzt natürlich idealerweise der 1.1. bis 31.01.2024, da das ja der Zeitraum ist, den wir eben auch abgerechnet hatten. Nehmen wir den 31.01.2024, wunderbar. Und hier könnten wir eben noch angeben, welche Sachbearbeiter mit Kürzel genannt werden, sofern sie mit Kürzel genannt werden in Ihrer Vorlage. Hier haben wir unser Zeichen, das heißt, da haben wir die Mandatsbezeichnung bzw. die Mandatsnummerierung. Hier haben wir die Adresse der Klientin selbst, also unserer Mandantin, und kommen dann hier zu den monetären Angaben. Hier haben wir einmal in der Rubrik Verrechnung genau stehen, wie diese Rechnung entsteht, wie sie also zusammengerechnet wird. Das Ganze sehen wir auch nochmal auf der rechten Seite etwas weiter aufgefächert. Hier sehen wir eben, welche Leistungen in die Rechnung Einfluss gefunden haben. Hier sehen wir noch, welche Zuschläge wir verbucht haben. Hier haben wir eine Auslagenpauschale, die auf Mandatsebene appliziert wurde, von 5% auf alle Honorarleistungen. Das bedeutet eben, der hier angegebene Wert, das wird hier jetzt schön eingefügt, der summiert sich zu 219 Franken und 45 Rappen. Und in dem Fall ist es dann eben so, dass das Ganze hier unter Zuschläge ausgegeben wird. Dann wird eine Umsatzsteuer, da wir ja das Ganze mit Umsatzsteuer verrechnen, ausgegeben. Und hier haben wir dann unser erstes Total. Darunter haben wir eine Spalte, die nennt sich Verrechnungen. In dieser Spalte würden beispielsweise die Anrechnungen von Guthaben oder Vorschussrechnungen ausgegeben werden. Auch das werden wir später noch sehen. Und dann haben wir hier ein Zwischentotal und hier noch ein Total verbucht. Das kann ich gerne auch einmal kurz zeigen. Wenn wir jetzt beispielsweise bei diesem massiven Ausstand einen Zahlungseingang von 2.000 Franken zu verbuchen hätten, die würde ich einfach hier eintragen. Hier habe ich ein Datum, zu dem ich das Ganze ausgeben kann und würde hier auf Verbuchen klicken. Wir haben jetzt aktuell auch noch eine automatische Ertragsverteilung, die hier mitwirkt. Deswegen kommt es hier zu mehreren Buchungen. Und Sie sehen, dass jetzt hier eben dieser von mir soeben verbuchte Betrag erscheint. Also diese 2.000 Schweizer Franken, die werden hier jetzt auch mitgerechnet. Das wollte ich eben nur exemplarisch zeigen. Aus diesem Grund würde ich jetzt diese Buchungen hier auch noch einmal rauslöschen. Und Sie sehen, das Ganze rutscht hier wieder auf eine Null, das total verbucht. Dann gehen wir etwas weiter runter. Hier habe ich dann also meinen allgemeinen Ausstand. Direkt rechts daneben habe ich eine Funktion zur Anwendung oder Kalkulation von Ratenzahlungen. Wenn ich also hier mit meinem Mandanten, sei es aufgrund einer vereinbarten Stundung oder aufgrund einer initial vereinbarten Ratenzahlung, vereinbart habe, dass er eben in mehreren Raten zahlt, dann würde ich hier zum Beispiel, nennen wir jetzt mal eine Rate von 4. Die hätte ich hier unten eingestellt mit diesem kleinen Pfeilchen. Wenn ich jetzt auf die Schaltfläche selbst klicke, dann sehen wir hier eben, dass dort meine Raten aufgeschlüsselt werden. Hier könnte ich noch das Fälligkeitsdatum anpassen und hier könnte ich eben angeben, ob eine solche Zahlung eingegangen ist oder nicht. Das ist die Bewandtnis dieser Schaltfläche und dann navigieren wir auch weiter nach unten.
Mit diesen Reglern hier an dieser Stelle sollten Sie mittlerweile höchst vertraut sein. Die finden wir auf mehreren Ebenen in Time Sensor. Wir hatten sie auch bereits durchgesprochen. Hier kann ich also für meinen Rechnungsdatensatz, das ist jetzt im Unterschied nicht mehr die Mandatsebene, sondern die Ebene des einzelnen Rechnungsdatensatzes. Also das gilt nur für diese Rechnung. Wenn ich hier eine andere Rechnungsvorlage nutzen möchte, könnte ich das eben hier noch einstellen und könnte daraufhin dann den Entwurf noch einmal auf Basis dieser Rechnungsvorlage erzeugen. Ähnlich ist es mit Mahnschema, Ertragskonto, Einzahlungskonto. Das ist also hier alles angegeben. Wenn ich jetzt beispielsweise das hier zu Kasse ändern würde und das Ganze nochmal anklicke, dann sehen wir, dass hier unten der Ausgleich durch Kasse sich geändert hat. Ich kann selbstverständlich immer noch hier das Ganze über das Konto namens Bank einbuchen, aber ich habe eben jetzt Time Sensor mitgeteilt, dass für diesen Datensatz die automatische Verbuchung über das Konto Kasse in dem Fall hatte ich jetzt eingestellt, stattfinden würde. Um das Ganze in eine gedruckte Rechnung zu befördern, klicken wir hier auf dieses Symbol und es öffnet sich der Entwurf unserer Rechnung. Sie sehen jetzt, unsere Rechnungsvorlage war die Avantgarde. Die haben wir jetzt appliziert. Das heißt, das hier ist auch die entsprechende Vorlage. Da kommt jetzt ein wunderschöner Rechnungsdatensatz raus. Da wir hier eben auch einen Zahlungsplan hinterlegt hatten, haben wir hier auch den Zahlungsplan dabei. Dieser wird also gleich mit ausgegeben. Das ist vollautomatisch. Und wir haben hier eine Detailanzeige, die nochmal zeigt, welche Leistungen in welchem Kontingent zu welchem Preis an welchem Tag von wem erbracht wurden. Und wir haben natürlich am Ende auch noch den QR-Code. Möchte ich diese Rechnung jetzt an meinen Klienten versenden? Vielleicht möchte ich hier noch einige Modifikationen machen. Vielleicht möchte ich hier noch einen Satz reinschreiben oder dergleichen. Für unsere Zwecke passt das Ganze jetzt. Das heißt, ich würde hier weiterverfahren. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich hier unten die Schaltfläche bedienen. Hier zunächst der Hinweis, dass über Bedienen dieses kleinen Pfeilchens ganz unten rechts, das hatten Sie auch bereits gesehen bei der Auswahl der Zahlungen, der Teilzahlungen für eine Ratenzahlung. Wenn Sie hier draufklicken, da öffnet sich immer noch ein anderes Menü. Da hätten Sie also die Möglichkeit, das Ganze per E-Mail oder Fax zu versenden an den Adressaten. Wichtig ist, dass hier eben nur die Adresse des Rechnungsempfängers genannt wird. Möchte ich das Ganze also an meine Klientin versenden, dann würde die hier nicht aufgeführt werden, da ja aktuell der Rechnungsempfänger eben der Herr Ritter ist. Ich möchte das Ganze jetzt aber nicht per E-Mail versenden. Ich möchte das gerne später ausdrucken. Ich gehe hier einfach auf Drucken und dann bekomme ich hier diese Option, diesen Dialog. Und das Ganze, hier stehen jetzt zwei Adressen, weil das natürlich auch bei meiner Klientin im Dossier ausgegeben wird. Das heißt, überall dort, wo die Rechnung eben Menschen tangiert, Klienten oder vernetzte Adressen tangiert und ich das Ganze in der entsprechenden Beziehung so konfiguriert habe, was im Normfall der Fall ist, dann wird es immer alle tangierten Adressen eben hier nennen, sodass wir dort auch dann entsprechend die Dokumente finden. Für uns passt das Ganze hier jetzt so. Ich nehme für mich, da ich aktuell keinen Drucker angeschlossen habe, hier das Drucken raus. Sie können das aber selbstverständlich beibehalten. Und dann wird die Rechnung jetzt mit gesetzter Checkbox unter Aktivieren im Archiv des entsprechenden Dossiers erscheinen. Wir sehen auch, der Rechnungsdatensatz schließt sich. Und wenn ich jetzt hier ins Archiv navigiere, ich gehe jetzt hier mal auf, pardon, auf meine entsprechenden Daten. Und Sie sehen, dass jetzt hier die Rechnung mit der Nummer 99 vom heutigen Tag als Archivdokument vorliegt. Möchte ich dann die dort angehängten Dokumente sehen, ganz einfach wechsle ich hier einmal meine Ansicht und Sie sehen, da ist auch der Zahlungsplan, die Details und der QR-Code. Auch von hier könnte ich diese Rechnung jetzt selbstverständlich per E-Mail versenden. Dazu würde ich ganz einfach einen Rechtsklick machen und könnte dann dort eben die Option, die mir in dem Moment zusagt, auswählen. Das sprengt aber heute etwas den Rahmen. Insofern gehen wir hier nochmal zurück und widmen uns dann der nächsten Instanz. Und zwar widmen wir uns einer Vorschussrechnung. Unser Szenario in diesem Fall soll dieses sein. Wir haben hier jetzt einen zweiten Auftrag von der Frau Regia bekommen und möchten hier jetzt nach Erstellung dieses Sorgerechtsstreitsberatungsmandates eine Vorschussrechnung stellen, da wir eben von Frau Regia möchten, dass sie zunächst in Vorkasse tritt. Um diese Vorschussrechnung, A-Konto-Rechnung zu erstellen, klicken wir auf das uns bekannte Aktionsmenü und Sie sehen, weil wir eben keine verrechenbaren Leistungen hier zur Verfügung haben,
können wir eine Vorschussrechnung oder Teilrechnung stellen. Es sind keine Leistungen zum Hineinwandern in eine tatsächliche Rechnung vorhanden. Insofern wird mir diese Option auch nicht geboten. Da ich aber eine Vorschussrechnung stellen möchte, passt mir das sehr gut. Und ich würde das jetzt hier anwählen. Sie sehen im Unterschied zum Mandat, was wir zuvor bearbeitet hatten, dass hier gleich als Empfängerin die Frau Regia genannt wird. Das liegt daran, dass wir eben, wie vorhin gezeigt, auf Mandatsebene keine andere Zahlstelle definiert haben. Das heißt, hier ist der Default immer die Mandantin, in dem Fall Frau Regia. Das Einzahlungskonto könnten wir hier auch noch anpassen für diese spezifische Rechnung. Wir haben diese obere Maske schon in einer etwas anderen Variante gesehen. Das heißt, das sollte für Sie klar sein. Und dann kommen wir hier unten zum Vorschussteil. Ein Vorschuss ist in diesem Fall natürlich immer als Vorschusshonorar zu sehen. Hier können Sie den Namen der Leistung, das heißt, was eben in dieser Spalte steht, das können Sie hier anpassen und Sie können natürlich den Preis bestimmen. Hier ein kleiner Trick, da es bisweilen etwas unangenehm ist, wenn Sie hier manuell noch den Steuersatz von 8,1% mit einpflegen müssten. Was Sie machen können, ist ein kleiner Workaround, der trickst sich gerne so ein bisschen. Und zwar sagen wir jetzt mal, wir würden gerne insgesamt, also inklusive Mehrwertsteuer, einen Vorschuss von 2000 Schweizer Franken stellen. Ich würde das hier eintragen und sobald ich nochmal in eine andere Spalte klicke, kreiert Timesensor mir eben genau, was ich eben abgefragt habe. Und sobald ich hier die Sofortzahlung nochmal rausnehme, bleibt diese Angabe aber bestehen. Das heißt, in diesem Fall muss ich eben nicht manuell ausrechnen, wie viel sind jetzt von dem, was ich da eingetragen habe, die 8,1% und das dann hochskalieren, bis ich endlich das mir gewünschte Honorar oder von mir gewünschte Honorar erreicht habe, sondern ich kann das einfach so machen. Wenn Sie natürlich vorab eine Zahlung erhalten haben von Ihrer Klientin, dann können Sie die Sofortzahlung auch drin lassen. Dann wird er also das Ganze gleich als bezahlte Rechnung verbuchen. Das ist hier der Unterschied. Wir nehmen es jetzt aber raus und erstellen diese Vorschussrechnung. Jetzt klicke ich hier drauf. Was Sie gleich sehen, ist, dass eben an der Leistung selber, wir erinnern uns, wir unterscheiden zwischen der Leistung und der Rechnung in dem Fall. An der Leistung sehen wir, dass diese in eine Rechnung eingeflossen ist. Wir sehen aber, dass diese Rechnung weder gestellt ist noch bezahlt ist in dem Fall. Das möchten wir gerne ändern. In dem Fall ist es so, den Vorgang kennen Sie schon, dass wir diese Rechnung jetzt natürlich erstmal drucken möchten. Wir möchten die also ins Archiv befördern, um sie dann weiterhin an unsere Klientin zu versenden. Der Vorgang ist genauso wie bei einer Endrechnung, nur dass es sich eben um eine Vorschussrechnung handelt. Und jetzt sehen wir, diese Rechnung ist also zum Druck gelangt. Jetzt sehen wir, da hat sie einen grauen Haken bekommen und diese Rechnung kann jetzt weiterverarbeitet werden. Jetzt würden wir sagen, extrapolieren wir das einige Tage in die Zukunft und wir erhalten jetzt eine Zahlung über diese Vorschussrechnung. Diese Zahlung, die könnte ich jetzt im Rechnungsdatensatz verbuchen, indem ich ganz bequem hier unten auf Buchen klicke, muss natürlich darauf achten, dass es auch auf dem richtigen Konto eingeht und schon sehen Sie, erhalte ich jetzt hier die Zahlung. Nicht erschrecken, das kann auch mal mehr als eine Buchung sein. Das ist eben abhängig davon, ob Sie vielleicht noch eine Ertragsverteilung drin haben oder dergleichen. Hier bei der Vorschussrechnung sollte es allerdings nur ein Satz sein. Diese Rechnung sehen wir jetzt hier oben. Ich nehme das nochmal raus und Sie achten nochmal oben auf den Header. Also einmal hier drauf achten bitte. Da steht aktuell offene Vorschussrechnung. Wir sind also hier in der Kategorie ungedruckte Vorschussrechnung in die Kategorie offene Vorschussrechnung gerutscht. Und jetzt, da die offen ist, die ist also gedruckt und ich verbuche sie, handelt es sich um eine ausgeglichene Vorschussrechnung. Die ist also fertig in dem Fall. Ich speichere das Ganze. Wie gesagt, unser Szenario ist, wir sehen jetzt auch hier das rote Häkchen, unser Kunde hat also die Vorschussrechnung bezahlt. Jetzt haben wir diesen Vorschuss im Mandat zur Verfügung. Hier müssen wir nochmal ganz klar unterscheiden. Ein Vorschuss, der ist buchhalterisch nicht erfasst. Das ist also Geld, was wir erstmal noch in Anführungszeichen von unserem Kunden parken, damit wir es anwenden können, damit wir anfangen können zu arbeiten. Und wir müssen das natürlich nachher noch auf einen Endrechnungsdatensatz anstellen. Insofern würden wir jetzt hier so vorgehen, dass wir im Sorgerechtsstreit jetzt einige Leistungen erfassen und diese Leistungen, die können wir dann in eine Endrechnung packen und an diese Endrechnung werden wir dann die Vorschussrechnung anrechnen. Das ist also, was ich hier jetzt vorhabe als nächstes. Ich werde jetzt also hier einfach mal exemplarisch ein, zwei Honorarleistungen erfassen. Die nennen wir mal, wir ein Aktenstudium gemacht für die Frau Regia und dann ein erstes Beratungsgespräch.
So, wunderbar, das lassen wir auch gleich so. Und das packen wir jetzt, wie eben besprochen, mit dem uns schon bekannten Vorgang einfach hier in eine Endrechnung. So, nun haben wir die Endrechnung. Was fehlt uns noch? Was uns noch fehlt, ist, dass diese Rechnung auch zum Kunden gelangen muss. Wir drucken diese Rechnung also, finden die jetzt entsprechend im Archiv wieder und jetzt hat sie einen grauen Haken. Wir sehen also am Rechnungsdatensatz, es handelt sich um eine offene Rechnung, nicht mehr um eine ungedruckte. Die hat sich also im Status verändert. Und jetzt finden wir hier eine Besonderheit. Dadurch, dass wir eben hier eine Vorschussrechnung gestellt haben, das heißt, wir haben Geld des Klienten, was wir zur Anrechnung bringen können auf diese Endrechnung. Dadurch wird uns hier unten ein Teilsaldo ausgegeben. Hier einmal der Hinweis, dass wenn hier Saldo-Teilzahlungen steht, ist das unabhängig von der Zahlung. Das bedeutet, hier wird auch Saldo-Teilzahlungen 2000, 2000 ist der Betrag, über den wir die Vorschussrechnung gestellt hatten, der wird hier auch stehen, wenn diese nicht bezahlt ist. Wenn Sie also sicher gehen wollen, dass der Vorschuss bezahlt ist, Option A, schauen Sie im Datensatz des Vorschusses selber, ist bei mehreren Rechnungen und verschiedenen Anrechnungen oft nicht mehr so einfach. Trick 17 in dem Fall wäre, Sie navigieren hier auf die Mandatsebene, die wir auch schon kennen, in den Tab Controlling. Und hier sehen Sie dann die Salden verfügbarer, anrechenbarer Beträge. Wir sehen hier jetzt aktuell einen Betrag und zwar aus Vorschussrechnungen. Die Vorschussrechnung ist eine Form der Teilrechnung. Deswegen steht hier Saldo Teilzahlungen. Lassen Sie sich davon nicht irritieren. Es handelt sich um eine Vorschussrechnung, so wie sie auch hier als VR-Vorschussrechnung, Akontorechnung betitelt steht. Und diesen Saldo, den können wir jetzt anrechnen. Es gibt auch noch einen zweiten Saldo, der hier ausgegeben werden kann. Der betrifft aber buchhalterisches Guthaben. Das ist etwas, das werden wir uns in einem späteren Vorgang noch anschauen. Wir würden uns jetzt erstmal dem Basiskonstrukt widmen. Das heißt, zunächst müssen Sie nur wissen, dass was hier steht, also im Tab Controlling auf Ebene des Mandates, das ist für Sie die de facto Auskunft, wie viel Zahlungen aktuell tatsächlich zur Anrechnung gebracht werden können. So, wir wissen jetzt also, dass wir diese 2000 Euro tatsächlich haben, dass wir die auch anrechnen können, einer Rechnung. Und dann würde ich sagen, nehmen wir das doch auch mal vor. Möchte ich jetzt hier die Vorschussrechnung anrechnen? Wir sehen, das ist die Vorschussrechnung 105. Hier können wir Vorschussrechnung 105 im Fenster Ausgleich durch anwählen. Machen wir das, sehen wir, dass er mir hier mit Klick auf Verbuchen jetzt diese Rechnung anrechnet. Lassen Sie sich hiervon nicht irritieren. Hier steht einmal Storno. Storno bedeutet einfach nur, dass in dem Moment, wo Sie eben diese Vorschussrechnung bezahlen, dieses Storno, was Sie hier sehen, das ist einfach nur der Rückfluss der Zahlung von diesem Konto, auf dem sie geparkt wird. Das ist also immer zusammenhängend. Wir haben hier immer ein Storno und immer eine Anrechnung Guthaben bei der Anrechnung einer Vorschussrechnung. Das ist also der Normalzustand. Und jetzt sehen Sie, dass wir hier einen Ausstand von 0 haben. Diese Rechnung ist also ausgeglichen, diese Endrechnung. Und wir haben immer noch einen verbleibenden Saldo der Teilzahlungen von 1243,30. So, jetzt haben wir dieses Geld also immer noch als Vorschuss auf diesem Mandat zur Verfügung. Jetzt könnte es natürlich der Fall sein, dass wir eben dieses Geld einem anderen Mandat zuführen möchten. Das können wir machen, indem wir diese Zahlung ausbuchen. Das bedeutet, ich habe jetzt, das möchte ich einmal kurz zeigen, ich habe also keine weiteren Zahlungen, keine weiteren Leistungen auf diesem Mandat. Ich kann also nichts mehr in eine Endrechnung bringen. Sofern ich nicht weitere Leistungen erbringe, möchte ich jetzt das noch vorhandene Guthaben möglicherweise auf diesem Mandat anrechnen, da wir hier noch eine offene Summe haben. Hier haben wir also noch einen Ausstand von fast 5000 Franken. Dann wäre es ja zweckdienlich, dass unsere Klientin uns bittet, eben diesen Ausstand zu übertragen, beziehungsweise diesen Ausstand zu decken, indem wir die schon geleistete Zahlung dort anrechnen. Und da möchte ich gerne einmal zeigen, wie wir das bewerkstelligen. Da sagen wir Ausbuchung Teilzahlungen. Hier bekommen Sie die Meldung, dass das Ganze jetzt als buchhalterisches Guthaben erfasst wird. Wir bestätigen das und tada, das Ganze wurde dem Konto gut geschrieben. Wir gucken jetzt hier einmal, ob uns noch was zur Verfügung steht in diesem Mandat. Uns steht etwas zur Verfügung, aber wir sehen jetzt, dass wir eine andere Art von Saldo ausgegeben bekommen. Wir haben also jetzt einen Saldo auf der linken Seite, nicht mehr auf der rechten. Der Unterschied ist, das ist ein Guthaben, was jetzt in der Buchhaltung existiert.
Buchhaltungsguthaben oder buchhalterisches Guthaben in diesem Sinne landet sozusagen in einem anderen Topf. Und dieses Guthaben, das ist also dem Mandanten zugeordnet, wo die Vorschussrechnung dem Mandat zugeordnet ist. Das ist also hier der signifikante Unterschied. Das bedeutet für mich dann im Folgeschluss, dass ich jetzt dieses Guthaben in jedem Mandat zur Verfügung habe. Natürlich nicht in jedem Mandat zur selben Höhe, sondern ich habe diese 1243,30 jetzt zur freien Verfügung in jedem Mandat dieses Mandanten. Das ist also, was ich hier bewerkstelligen kann. Es gibt sogar auch die Möglichkeit, das noch auf einen anderen Mandanten zu übertragen. Das lernen wir aber in in einem ganz anderen Webinar. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Wichtig ist, dass Ihnen das jetzt zur Verfügung steht. Und weil es uns zur Verfügung steht, haben wir jetzt eben hier die Möglichkeit, das Ganze anzurechnen. Das machen wir durch Anrechnung aus den durchlaufenden Posten. Unser Durchlaufkonto ist also hier das 2440, das Vorauszahlungen von Klienten. Das bezeichnen wir als Durchlaufkonto, daher hier durchlaufende Posten. Und wenn ich jetzt hier auf Verbuchen klicke, sage ich mal hier ja, verbuchen wir das Ganze einmal. So, und dann wird mir entsprechend hier die Rate also verbucht. Das heißt, ich habe jetzt hier dieses Guthaben entsprechend angerechnet und jetzt steht es mir auch nicht mehr zur Verfügung. Das kann ich eben auf dieser Ebene erkennen und auch nochmal, indem ich hier ins Controlling navigiere. Zu guter Letzt beschäftigen wir uns noch mit zwei Sonderfällen. Diese Sonderfälle betreffen einmal die Teilrechnung, die vor allen Dingen im Zusammenhang mit einer Rechtsschutzversicherung ähm, zum Einsatz kommt. Und zum anderen schauen wir uns auch noch die Quotenrechnung an. Wenn ich eben ein und dieselbe Leistung oder mehrere Leistungen nach Quoten aufteilen möchte, wenn ich also mehrere Rechnungen über dieselbe Leistung erstellen möchte, zu gewissen Prozentsätzen. Das wäre also, was wir uns jetzt noch anschauen. Und wir beginnen mit der Teilrechnung in diesem Fall. Möchte ich also in einem Szenario beispielsweise eine Rechtsschutzversicherung mit in die Abwicklung der Kostendeckung einbeziehen, habe dort aber, was wir oft haben, das Problem, dass eben die Rechtsschutzversicherung nur einen gewissen Prozentsatz der Kosten deckt. Wir würden jetzt hier davon ausgehen, dass wir einfach für unser Beispiel mal sagen, dass die Rechtsschutzversicherung von einem Stundensatz von 200 Schweizer Franken dann nur 180 bezahlt. Das bedeutet für uns, wir würden eben hier in diesem Fall jetzt einmal den Stundensatz, hier sagen wir ja, damit wir das nicht überall eintippen müssen, würden wir den Stundensatz eben auf diese 180 Franken heruntersetzen, und zwar aller Sachbearbeiter. Das müssen Sie natürlich nicht genauso machen. Das ist Ihnen überlassen. Ich möchte eben nur exemplarisch den Vorgang einmal zeigen, wie wir das Ganze bewerkstelligen können. Und hier haben wir jetzt eben die Möglichkeit, diese Leistungen, wir würden jetzt mal alle Leistungen außer der ganz oben mit einbeziehen. Diese Leistungen, die würden wir also jetzt der Rechtsschutzversicherung in Rechnung stellen. Wie bewerkstelligen wir das? Wir haben wieder, wie wir das schon kennen, eine Selektion getätigt unserer Leistungen, die in die Rechnung kommen sollen am Ende. Wir klicken auf unser Aktionsmenü und wählen hier dann Teilrechnung aus Selektion. Nochmal kurz im Unterschied zur Teilrechnung ohne Selektion ist einfach, dass bei der Auswahl ohne Selektion eben alle Punkte, also alle hier sich befindenden Leistungen mit einbezogen werden. Möchten wir das nicht, müssen wir eben eine Teilrechnung aus der Selektion stellen. Diese geht auch wieder an die von uns auf der Mandatsebene hinterlegte Zahlstelle. Das ist natürlich jetzt in unserem Fall nicht erwünscht. Das heißt, wir haben ja auch die Rechtsschutzversicherung verbunden. Wir wählen als Zahlungsempfängerin also diese aus. Rechnungsvorlage, Mahnschema und Einzahlungs- sowie Ertragskonto, die passen. Wir geben da noch ein wenig Mehrwertsteuer drauf und sagen jetzt Erstellen. Und Sie sehen, was sich verändert hat, ist, wir sehen die Leistungen immer noch hier im Dossier stehen. Wenn ich hier in den Rechnungsdatensatz klicke, sehen Sie, dass die aber auch in der Rechnung enthalten sind. Wie kann das sein? Das ist eben so gedacht, dass wir hier eine Teilrechnung stellen, die später die Fähigkeit besitzt, dieselben Leistungen, die bereits darin enthalten sind, noch einmal in Rechnung zu stellen. Das ist also diese Besonderheit der Teilrechnung. Wir haben jetzt hier jene Leistungen nochmal zur Verrechnung zur Verfügung. Wie wir jetzt zunächst vorgehen, ist diese Rechnung, wir schauen uns hier noch einmal den Rechnungsdatensatz an, diese Rechnung wird also der Rechtsschutzversicherung zukommen lassen. Wir würden jetzt hier einmal die Zahlung verbuchen, da wir hier auch noch eine
Ertragsverteilung dahinter haben. Diese hatten wir ja schon konfiguriert in einem der vergangenen Videos. Da wir diese eben noch haben, erfolgt jetzt hier der Zahlungseingang gleich mit einer automatischen Verteilung der entsprechenden Erträge. Das ist auch so gewünscht. Und wir sehen aber, dass hier der Ausstand der Teilrechnung auf 0 ist. Nun müssen wir diese natürlich auch noch drucken, damit eben der Rechnungsstatus aktualisiert wird. Wir drucken also die Rechnung und wir sehen, es handelt sich nunmehr um eine bezahlte Teilrechnung. Jetzt kommen wir zur Krux des Vorgangs. Jetzt ist es also so, dass ich eben hier in dieser Rechnung mit den roten Häkchen, wie das zu erkennen ist, Leistungen habe, die eben in diesem Rechnungsdatensatz stecken. Wir sehen hier am roten Häkchen, dass dieser auch bezahlt ist. Wähle ich ihn ab, sehen wir aber, dass die Leistungen immer noch da sind. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es so, dass wir eben die Leistungen zu einem Stundensatz von 180 Schweizer Franken in den Rechnungsdatensatz übernommen haben und diesen der Rechtsschutzversicherung, Entschuldigung, zukommen lassen haben. Und diese hat dann den insgesamten Ausstand von 4.253 Schweizer Franken und 50 Rappen bezahlt. Und das ist jetzt natürlich ein Betrag, den möchten wir der Kundin nicht mehr in Rechnung stellen. Was wir in diesem Fall machen, ist, wir gehen jetzt hier in die Leistungen rein, jene Leistungen, die eben nicht im Rechnungsdatensatz enthalten sind, und setzen hier jetzt den Stundensatz noch einmal zurück auf jenen Stundensatz, den wir originär vorgefunden hatten. So, ich mache das hier einmal schnell manuell. Wunderbar, wir setzen das Ganze also hier zurück auf 200 Schweizer Franken pro Stunde und Sie sehen, dass sich eben auch die Totalisierungen entsprechend anpassen. Wunderbar, jetzt haben wir hier also die Originalrechnungssumme. Die möchten wir jetzt, machen wir wieder mit einer Selektion unserer Klientin in Rechnung stellen und möchten anschließend natürlich den Betrag, den die Rechtsschutzversicherung trägt, anrechnen, da wir ja unserer Klientin ultimativ nur die Differenz der beiden Beträge in Rechnung stellen möchten. Hier gehen wir also so vor, dass wir eben diese Leistungen nochmal auf die 200 hochsetzen und stellen hieraus jetzt eine Endrechnung, also eine Rechnung aus Selektion. Hier werde ich nochmal darauf hingewiesen, dass wir eben hier Abweichungen zu den regulären Stundensätzen haben. Das ist für mich aber unproblematisch. Das ist ja genau, was ich wollte. Und hier würde ich jetzt eben die entsprechende Rechnung entweder an meine Klientin stellen. Wir erinnern uns aber daran, dass wir eben den Herrn Marco Ritter als Zahlstelle hinterlegt hatten. Insofern wird dieser im Default gezogen. Möchte ich jetzt aber die Differenz eben direkt an Frau Regia verrechnen, so werde ich diese auswählen und kann dann hier mit dem Erstellen-Button das Ganze bestätigen. Sie sehen, was jetzt in Folge passiert ist, dass eben hier keine weitere Leistung mehr vorhanden ist, die zuvor in der Teilrechnung vorhanden war. All diese Leistungen sind jetzt per Selektion, also per unserer Auswahl eben in diesem Rechnungsdatensatz. Wenn wir diesen nun öffnen, müssen wir den Rechnungsdatensatz selbstverständlich noch einmal zum Druck bringen. Wir müssen also einen Entwurf erstellen und müssen diesen dann auch archivieren und gegebenenfalls ausdrucken. Wunderbar. Das haben wir also auch gemacht und wir sehen, der Status hat sich verändert. Es handelt sich nunmehr um eine offene Rechnung. Jetzt kommen wir zur Krux des ganzen Vorgangs. Jetzt möchten wir also die Summe, die die Rechtsschutzversicherung uns für die Teilrechnung geliefert hat, die also gezahlt wurde, die wir verbucht hatten, auf die Endrechnung anrechnen, sodass lediglich der Differenzbetrag als Ausstand hier bleibt. Das bewerkstelligen wir ganz einfach, indem wir die Teilrechnung, hier trägt sie die Nummer 83, wir vergleichen das Ganze mit hier unten, 83, das stimmt, wunderbar, indem wir die hier zum Ausgleich angeben. Wir sehen hier unten auch nochmal den Saldo der Teilzahlungen, die verfügbar sind. Wir können das noch einmal gegenrechnen, indem wir hier den Rechnungsdatensatz öffnen. Wir sehen also, dass die uns hier zur Verfügung stehende Summe der Teilzahlungen eben genau dieser Teilrechnung entspricht. Wir wissen damit also, dass keine anderen Vorschüsse oder Guthaben auf diesem Mandat liegen. Wir können also den Gesamtbetrag hier der Teilrechnung anrechnen und erhalten somit auch den Ausstand, den eben Frau Regia jetzt noch zu zahlen hat. Wir können das Ganze speichern und nunmehr, wir erinnern uns, es handelt sich um eine gedruckte Rechnung, können wir die Rechnung nochmal drucken und können eben diese Rechnung an Frau Regia zukommen lassen, da wir jetzt hier eben die Ausgabe des angerechneten Guthabens noch enthalten haben. Hier handelt es sich jetzt also um einen weiteren Entwurf, den ich nochmal drucke.
Hier haben wir jetzt eben zweimal dieses Dokument, einmal vor der Anrechnung, einmal nach der Anrechnung im Archiv, sodass wir das Ganze auch wunderbar nachverfolgen können. Hier sehen wir also, es handelt sich um zwei Rechnungen. Wenn wir jetzt diese beiden Rechnungen möglicherweise noch mit einem Tag versehen möchten, dann können wir natürlich hier einfach auf den, Entschuldigung, auf den Info-Button klicken und hätten hier die Möglichkeit, eben noch einen Tag zu verabreichen. Das muss ich bestätigen mit der Enter-Taste, damit es in die Existenz tritt. Ich schließe hier nochmal meine Metadaten, meinen Info-Button und wir sehen, hier habe ich jetzt eben an der Rechnung gleich das Tag, dass es sich um die Rechnung nach Anrechnung handelt. Was ich jetzt hier auch noch machen könnte, wäre in diesem Fall, wenn ich eben beide Rechnungen zusammen haben möchte, ich könnte mir hier beide Rechnungen auswählen, könnte die ganz bequem hier auf den Schreibtisch sichern und könnte das eben als konsolidiertes PDF sichern. In diesem Fall würde ich jetzt hier einfach mal ohne Titel sichern. Das Ganze kommt eben hier als Ordner von unserer Mandantin heraus. Wenn ich diesen öffne, dann habe ich hier eben mein Dokument und da sehen Sie schon gleich, das ist jetzt ein zusammengefügtes Dokument. Da habe ich also beide Rechnungen drin. Wenn Sie das so wünschen, können Sie das Ganze auch so abspeichern und dann ganz bequem einfach nochmal in Time Sensor ziehen. Das wäre also auch eine Möglichkeit, falls Sie eben möchten, dass beide Dokumente gleichzeitig in einem stecken. Selbstverständlich müssen Sie das Dokument vor Rechnungsstellung, Anrechnung der Zahlung auch nicht archivieren. Ich persönlich finde es sinnvoll, da wir eben so chronologisch nachverfolgen können, was passiert ist. Sie können das Ganze allerdings selbstverständlich auch im Mandat selbst nachverfolgen. Das heißt, Sie sehen auch hier im Ausgleichsfeld, dass eben eine Anrechnung der Teilrechnung erfolgt ist und dass diese dann sogar noch ertragsverteilt wurde. Das können Sie halten, wie Sie möchten. Ich zeige immer nur gerne den Vorgang, so wie er in der größten ausgefächerten Variante zu bewerkstelligen wäre. Wenn Sie hier Beratung wünschen, da es sich eben doch um sehr, sehr komplexe Workflows und Prozesse handelt, um diese an Ihre Kanzleibedürfnisse und Standards anzupassen, kommen Sie sehr gerne auf mich zu. Gerne machen wir gemeinsam eine Prozessevaluation oder ein kleines Audit, um hier wirklich die maximal mögliche Effizienz aus Ihrer Software und der Applikation derer rauszuholen. Somit kommen wir jetzt zum allerletzten Fall. Wir haben also jetzt die Möglichkeit, eine Quotenrechnung zu erstellen noch vor uns. Dazu nehmen wir unsere letzte hier noch verbleibende Leistung und jetzt soll unser Szenario sein, dass wir diese Leistung eben in Rechnung stellen möchten. Soweit, so gut. Da es unsere letzte Leistung ist, haben wir jetzt hier die freie Wahl zwischen einer Rechnung oder einer Rechnung aus Selektion. Ich wähle jetzt hier mal die Rechnung. Hier bekomme ich meinen üblichen Hinweis und jetzt, aufgepasst, jetzt möchten wir eben nicht nur eine Rechnung erstellen, sondern wir möchten mehrere Rechnungen für diese eine Leistung erstellen. Endziel unserer Aufgabe hier ist, dass eben mehrere Parteien eine Rechnung erhalten, die über dieselbe Leistung geht und lediglich als Ausstand ihren Anteil, der also von Ihnen zu tragen und zu zahlen ist, dort ausgewiesen sehen. Das erreichen wir, indem wir hier unten links vor Bestätigung des Datensatzes hier, also vor Erstellung des tatsächlichen Rechnungsdatensatzes, auf Quoten klicken. Und hier können wir jetzt ganz bequem angeben, wie viele Quoten, also in wie viele einzelne Teile oder Parteien wir diese Rechnung aufteilen möchten. Ich nehme hier immer gerne das Beispiel von 3, da das eine schöne krumme Summe gibt und klicke dann auf OK. Und anschließend bekommen Sie eben diese Quotelung gleich aufgeführt und können dann nochmal pro einzelne Rechnung hier einstellen, wie die einzelnen Rechnungsdatensätze und Empfänger etc. konfiguriert sein sollen. Es ist also hier durchaus auch möglich, eine Kombination von Sonderfällen abzubilden, Entschuldigung, insofern, dass wir eben sagen könnten, wir würden eine Rechnung der Klientin selbst schicken, wir würden möglicherweise eine Rechnung an den Gegenanwalt. Das ist jetzt in der Regel nicht so üblich. Wir nehmen ihn aber, da er eben hier als Empfängerpartei durch die Verbindung auf dem Mandat aufgeführt wird. Und dann hätten wir eben auch noch die Möglichkeit, hier gegebenenfalls einen Inlands- oder Auslandsempfänger anzugeben. Das heißt, es ist auch durchaus möglich, dass Sie eben gerade bei internationalen Rechtsfällen und Beratungen hier nicht nur im Inland eine Rechnung stellen. Die Modalitäten der Rechnung sind also nicht unbedingt gebunden, sondern Sie können das, wie Sie hier sehen, für jede einzelne Quote ganz frei definieren.
Hier ist es dann also durchaus möglich, auch ein anderes Mahnschema anzugeben. Wir könnten eine dieser Rechnungen ohne Mehrwertsteuer verrechnen, die beiden anderen aber mit. Möchten wir, da wir eben aus Versehen geklickt haben, doch keine Quote, dann können wir hier sagen, keine Quoten. Hier oben können wir eben angeben, wie die Quotelung ausgeschrieben in Prozentteilen erfolgen wird. Und möchten wir eben eine dieser Quoten nicht mehr haben, dann müssen wir hier auf das Minus klicken. Wenn das für uns alles soweit passt, dann würden wir hier einmal auf Erstellen klicken und Sie sehen, gleichzeitig werden 3 Rechnungsdatensätze erstellt. Jetzt würde ich einmal noch den Rechnungsdatensatz öffnen. Wir haben hier also gleich den Abzug enthalten. Das bekommen wir auch gesagt in Time Sensor. Und wenn wir jetzt entsprechend den Entwurf erzeugen, dann sehen wir eben hier, welche Quotelung angewandt wurde. Wir haben also die Originalsumme. Wir haben hier standardmäßig auf unserem Mandat auch noch eine Auslagenpauschale und dann haben wir hier eben die entsprechende Quotelung und hier unten den Gesamtausstand. Alle 3 Gesamtausstände gemeinsam ergeben dann natürlich wieder die volle Summe der Rechnung, die wir in Rechnung gestellt haben. Das wären alle Sonderfälle. Sie haben nun einiges gelernt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Teilnahme am heutigen Termin und/oder für das Schauen und Nachvollziehen des Videos auf YouTube. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir stehen Ihnen jederzeit beratend zur Verfügung und versuchen Sie nach besten Kräften zu unterstützen.